meine hammermäßig leckere Pizza Champignon. Die spielt in ihrer eigenen Liga. Herzlich willkommen zur Nobbys Kochstunde und wir machen wieder eine richtig leckere Pizza mit meinem selbst erfundenen Pizzateig, wo andere Leute behaupten, das ist gar kein Pizzateig. Es ist, ich gebe es ja zu, es ist kein italienischer Pizzateig, wie man ihn in einer Pizzeria bekommt. Es ist ein Pizzateig, der im eigenen Backofen zu Hause super gelingt und das ist das Wichtige. Gut, also zuerst haben wir erstmal den Mozzarella schon mal klein geschnitten und zum Trocknen auf ein Küchentuch gegeben, damit nachher der Belag auf der Pizza nicht rumschwimmt. Weiter geben wir dann anschließend Zucker in die Milch hinein, verrühren das kurz und geben weiter noch Hefe hinzu. Und die bröseln wir hinein und rühren so lange durch, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Gut, meinen Pizzateig mache ich immer mit Quark und Milch. Und für diesen Teig geben wir Mehl in eine Schüssel. Und zwar jeweils die Hälfte Dinkelmehl Typ 630 und Dinkelmehl Typ 1050. Und mit dem Salz vermischen wir die zwei Mehlsorten. Anschließend geben wir die weiteren Zutaten hinzu, wie die Milch und den Quark und Olivenöl. Wir werden das Ganze dann für ein paar Minuten lang durchrühren und stellen dann den Teig für 30 Minuten kurz beiseite, sodass er ein bisschen gehen kann. Dann kneten wir den Teig nochmal durch, aber dieses Mal dann für 10 Minuten und stellen ihn für eine Stunde dann nochmal weg. Die 30 Minuten können wir aber schon mal nutzen, indem wir Pilze schneiden, sprich die Champignons, und dann in der Pfanne anbraten, sodass sie kräftig Wasser verlieren. Und würzen würden wir die Pilze auch schon mit Salz. Und wie ihr seht, wir geben hier richtig Vollgas, damit die Pilze ihr Wasser verlieren. Sobald dies geschehen ist, holen wir die Pilze aus der Pfanne wieder raus und stellen sie kalt. Dann wären die 30 Minuten auch schon rum, die der Teig geruht hat, und anschließend kneten wir den Teig, wie schon vorher gesagt, 10 Minuten lang kräftig durch. Vor dem Durchkneten habe ich die Arbeitsfläche stark bemehlt. Das ist für mich so ein Anhaltspunkt. Wenn ich das ganze Mehl auf der Arbeitsfläche aufgebraucht habe, dann sind meistens auch schon die 10 Minuten rum. Und die Teigangaben, die Zutaten, die reichen für 2 Pizzaboller. Und deswegen teilen wir den Teig und formen daraus 2 Kugeln. Die geben wir dann in meinen Teigbrutkasten. In den Teigbrutkasten, da gebe ich noch ein bisschen Mehl hinzu, damit wir nachher den Teig besser herausbekommen. Gut, während der Teig jetzt im Brutkasten geht, können wir weitere Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel das Tomatenfleisch, das Tomatenpüree abtropfen zu lassen. Wie gesagt, wir wollen nicht, dass der Belag umeinander schwimmt auf der Pizza. Deswegen, wie gesagt, trocknen wir den Mozzarella, trocknen wir die Champignonscheiben, indem wir sie anbraten, und wir lassen das Tomatenfruchtfleisch abtropfen. Das bringt richtig viel nachher für den Belag. Jetzt schaut mal, wie schön die Kugeln aufgegangen sind. Genauso muss jetzt der Pizzateig aussehen, und dann nehmen wir einen raus und geben ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche. Mit den Fingern bilden wir anschließend den Pizzateig. Und ganz wichtig bei mir, es braucht immer einen Rand dazu.
Den dürfen wir nicht zerstören. Der muss nachher auch später übrig bleiben, dass er nachher im Backofen richtig schön aufgeht und dass der Belag nachher nicht von der Pizza runterrutscht. Natürlich haben wir jetzt schon den Ofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt mit einem Pizzastein, der da schon eine Stunde lang in der Hitze ist, damit er die Temperatur annimmt. Und gleich danach geben wir die Zutaten auf den Teig drauf, wie das Tomatenfruchtfleisch, dann noch Salz, Parmesan und Olivenöl. Und anschließend dann natürlich nicht den Hauptdarsteller vergessen, die Champignonpilze. Die kommen natürlich auch drauf und da drauf die Mozzarella-Stücke und da drauf noch frische Blätter, frische Basilikumblätter. Und das ist für mich dann die Pizza Champignon League und zwar mit richtig viel Champignonpilze. Okay, nun ist es soweit, nun kommt die Pizza in den Ofen. Wie ihr wisst, 250 Grad hat jetzt der Ofen. Und dann schalte ich hoch auf Oberhitze 300 Grad und die Spule, die unter der Decke hängt vom Ofenschacht, fängt an mit glühen. Und weil die Pizza fast direkt drunter hängt, simulieren wir dann eine Temperatur noch höher wie 300 Grad. Ja, aber natürlich ist es immer noch nicht das gleiche wie bei einem Pizzaofen. Und während jetzt die erste Pizza schon fertig ist, machen wir dann die zweite Pizza auch fertig und geben sie in den Ofen hinein. Okay, schauen wir uns die Pizza mal genauer an. Wie lecker sie aussieht. Könnt ihr euch schon den Geruch vorstellen, wie so in einer Pizzeria, wenn der Duft euch in die Nase steigt? Schön, wenn ihr es dann mal selber versuchen würdet. Also, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.